sind gerade auf dem Weg nach Fuschel am See und haben jetzt ein Wellness-Wochenende vor uns beim Ebeners Waldhof. Das ist ein 4-Sterne-Hotel mit einer krass geilen Wellnessanlage. Und da fahren wir jetzt gerade hin und sind in 20 Minuten ungefähr da. Wir stehen jetzt direkt vorm Hotel und das ist so ein grandioser Anblick, wenn man hier reinfährt in den Parkplatz, gell, und alles so krass beleuchtet ist. Also ich denke mal, das haben die immer so. Jetzt ist gerade Weihnachtszeit, dann ist es halt nochmal besonders schön. Und wir freuen uns. Jetzt gehen wir mal rein. Wir sind gespannt. Oh. Oh ja. Geräumig. Das ist ja mal mega groß. Schau mal. Riesig. Wir haben eine eigene Villa. Licht. Den Lichtschalter. Geil. Dann lass es so. Das ist nicht schlimm. Schau mal, da gibt's Mozart. Mozart, Lichtkugeln. Mozart-Ecken. Mozart-Würfel. Und Mozart Obst. heißen tatsächlich Echt? Mozart-Würfel. Oh, geil. Ausblick auf den See. Schau mal. Oh mein Gott. Und es riecht nach Holz. Nach Weihnachten. Ofen, nach Kamin. Geil. Das ist der Innenhof von denen. Oh, wie gut es riecht. Ja, schau mal, da. Aus dem Kamin. Ja. Holzofen. Das riecht echt gut. Glaubst du, die haben das nur für den Geruch? Nein. Weißt du was? Weißt du was? Das ist doch bestimmt irgendein Saunaofen, oder? Ja, weil hier ist der deswegen Spa-Bereich. Deswegen sind da auch diese Strandstühle, Ja, genau. dass du dich nach der Sauna zum Auskühlen raushocken kannst. Ganz schön. Sehr schön. Das Bad haben wir noch nicht angeschaut. Stimmt. Bad ist eigentlich immer mein erster Raum, den ich anschaue. Aber hier hat es jetzt gleich war so verlockend, hier in den langen Gang reinzustrahlen. Ja, es ist wahnsinnig groß. Boah, das ist auch riesig. Geil. Mein eigenes Waschbecken. Und mein eigenes Waschbecken. Genau. Und extra Toilette. Das ist auch immer gut. Boah, wie groß. Oh, der Kofferboy. Und schau mal, hier liegen schon Bademäntel bereit. Uhuhu. Ich will jetzt nicht wieder irgendeinen Schalter drücken, sonst geht gleich wieder überall das Licht an und aus. Macht nichts. Also hier gibt es Schlappen und Bademäntel. Also das ist meiner wohl, weil das ist ein bisschen kleiner als das Paket. Das sind meine.
Also das ist so geil hier, Leute, ich sag's euch. Das ist die Vorspeise, also der erste Gang von 6, von einem monster krassen Salatbuffet, was eigentlich auch ein Antipasti-Buffet ist. Ich habe jetzt alles mögliche hier drauf. Gebratener Speck, Tomaten, Mozzarella, gebratene Pilze, gebratener Kürbis und verschiedene Salate. Und der Flo hat sich so einen Antipasti-Teller gemacht. Wir haben schon gegessen, weil es einfach so lecker ist. Deswegen ist schon mal ein bisschen was weg. Und es ist der Wahnsinn. Das ist jetzt der zweite Gang. Ein Burrata mit Pesto, Genovese, Tomaten, Crostino, Oliven und Spinat. Dritter Gang ist Rinderkraftbrühe mit Schnittlauch und Profiterols. Die heißen tatsächlich auch so. Man sieht, es ist jetzt nur so dunkel. Man sieht den Schnittlauch kommen jetzt. Das ist eine ganz dunkle Suppe und die riecht richtig lecker. Das ist jetzt der vierte Gang. Das ist Zander, gebraten mit Wasabi und Tomatensugo. So, das ist der fünfte Gang. Das ist jetzt das Reh in Rotweinsauce und Kartoffel-Kohlrabi-Gratin. Dann ist da noch gemischtes Gemüse drauf. Das sieht mega geil aus. Noch rosa. Ich kann jetzt gar nicht erwarten, das zu essen. Und auch wieder frische Kresse oben drauf. Sechster Gang. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon ziemlich satt. Aber das geht noch. Das ist weiße Schokolade mit Warschauer Marille und Holla-Kugel oder so Holla-Mousse. Holla-Mousse. Geilo. Und da gibt es jetzt noch einen Espresso dazu. Der morgendliche Ausblick hier. Schau mal, wie der Nebel in den Bergen hängt. Das ist ja geil. Und das ist der Fuschelsee. Da werden wir heute rumgehen. Genau. Um den Fuschelsee. Einmal außen rum. Der hat wohl einen Umkreis von ungefähr 9,5, 10 Kilometer. Ja. Das ist jetzt mal unser Frühstückstisch. Es ist so ein geiles Schlaraffenland hier. Es gibt alles, alles, alles. Kuchen sogar, ganz frischen. Wir haben einen Brotkorb, Cappuccino und dann können wir uns einen frischen Saft pressen. Da habe ich jetzt Sellerie, Apfel und Karotten drin. Dann frische Eier an der Station. Alles, was man will, macht sie einem. Dann Schinken, Käse. Und hier ist frischer Ingwertee drin. Das finde ich auch geil, dass die das haben. Ganz frischer Ingwer, den man sich da reinschneiden kann. Und Omelette hat der Flo noch. Das sieht auch monster gut aus. Oh ja, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Kleiner Fußmarsch durch den Wald und wir sind am Golfplatz jetzt angekommen vom Hotel. Ist ja auch geil. Mit einem kleinen See, wo schon Eis drauf ist. Und da ist schon Eis drauf. Jetzt sind wir auf der Waldhofalm von unserem Hotel und hier gibt es eine Snowtube-Bar. Das ist da hinten, Bahn, nicht Bar. Das ist da hinten diese Bahn wahrscheinlich. Da unten ist der Golfplatz und das ist die Alm. Fürs Eng kommt's einer. Kommen wir gerade aus der Sauna und das muss ich euch mal kurz zeigen, wie krass meine Wimperntusche gehalten hat. Ich habe nämlich leider nur die eine dabei, die nicht wasserfest ist und die ist immer noch drauf. Okay, einmal musste ich hier so unten ein bisschen abwischen, aber das war echt ganz wenig und wir haben jetzt bestimmt 5 Saunagänge gemacht und 2 Aufgüsse und dann noch duschen, aber natürlich muss ich dazu sagen, ich habe nicht an den Augen gerieben und ich habe auch kein Wasser über das Gesicht jetzt mit Absicht gemacht. Aber heftig, wie die hält.
Und die möchte ich euch kurz mal zeigen. Das ist diese hier von Claudia Schiffer. Und die ist eben nicht wasserfest. Einfach nur eine ganz normale Volumenmascara. Und die ist ja bombig, oder? Wahnsinn. Jetzt waren wir gerade am Fuschler Adventsmarkt. Der heißt Klein, aber fein und das ist er auch. Das sind irgendwie so geschätzt so 10 Buden, gell? Ja. Die ist aber total nett. Die haben so selber gebastelte Sachen auch. Und natürlich Bratwurst, Glühwein. Glühmost. Genau. Und es war echt ganz nett. Und eine Versteigerung haben sie gemacht für ein Adventsbrettel, weil morgen erster Advent ist. Und da haben die Leute richtig geboten. Also voll cool. Wir sind zurück vom Christkindlmarkt und machen uns jetzt gerade fertig zum Abendessen. Es wird wieder ein mega geiles 6-Gänge-Menü. Ich bin jetzt schon soweit, habe ein bisschen Locken gemacht und der Spiegel hier im Flur, der ist einfach mal so riesig. Das macht so Spaß, sich hier dann anzuschauen. Schau mal die Hausschuhe mit den Vögelchen. Naja, und was jetzt noch fehlt, ist nur noch eine Kette und dann bin ich da klar. Das ist der erste Gang, Salatbuffet. Das ist jetzt der zweite Gang. Das ist Kalbscarpaccio mit Bohnengemüse, glaube ich, und Erdnüssen. Das ist jetzt der dritte Gang, eine Karotten-Ingwer-Cremesuppe. Gang Nummer 4 ist jetzt Nacken vom Mangalitza-Schwein mit Lauch und auch Wachalada oder so, Marille. Wie heißt das? Das heißt Wachauer Marille. Und jetzt der 5. Gang, das sind Riesengarnelen auf Zitronengras aufgespießt, sind 3 Stück mit Currygemüse, Koriander und so weiter, also sehr asiatisch, das liebe ich und die sind echt riesig. Und Flo, sie sind schon geschält. Ja. Yeah. Bei mir gibt es Maishändelbrust und Schwammerl, Grieß, Stangensellerie, Mini-Mangold und Schalottenjuss. 6. Gang, Nachtisch, Bayerisch Creme mit Granatapfel, Mango und Kokos. Wir sitzen gerade beim Frühstück und sind jetzt schon fertig sogar. Und das Tolle ist, dass wir dieses Genießerpaket hier haben und da haben sie bis 11:30 Uhr Frühstücksbuffet. Das ist richtig geil, weil wir gerne auch mal im Urlaub natürlich ausschlafen. So ein Wellnessurlaub soll ja auch entspannt sein. Und dann liegt hier immer so eine Morgenpost, Tagespost. Und da steht alles Wichtige immer drin, was gerade so am Tag so abgeht, irgendwelche Museen, die da sind oder aber auch am Hotel. Adventsmarkt, der in der Nähe ist, jetzt war heute ist Sonntag, die haben trotzdem das Geschäft offen, also Adventsshopping, Adventskalender und so. Und dann, was es für im Spa für neue Angebote gibt, das Abendmenü. Also es ist total eine coole Idee für mich, weil es macht dann einfach so Spaß zu sehen, was an dem Tag so los ist und kann man sich den Tag schon mal beim Frühstück planen. Und wir haben schon geplant, wir gehen jetzt gleich in den Spa, dann nehme ich euch auch noch mal ein bisschen mit und dann beim Mittagessen werden wir unseren Besuch hier abschließen.
unser Trip hier geht schon wieder zu Ende. Es ist jetzt Sonntag und es war so schön und schöne Sachen gehen immer am allerschnellsten vorbei. Aber was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass das Hotel grandios geil ist. Wer einen Wellnessurlaub vorhat zu planen, der sollte unbedingt Fuschl besuchen und den Ebener Waldhof buchen. Es ist echt der Wahnsinn hier. Wir mussten uns am ersten Tag ein bisschen zurechtfinden, weil das Haus so verwinkelt ist. Also besser gesagt sind es 3 Häuser nebeneinander. Und also man muss ein bisschen schauen, welcher Aufzug wohin führt. Es sind mehrere Aufzüge in diesen verschiedenen Häusern. Das ist echt verrückt, aber es macht auch Spaß. Der Wellnessbereich ist so riesig, dass wir sogar nicht mal alles gesehen haben. Es gibt 3 Außenpools sogar, glaube ich zumindest. Es gibt mehrere Innenpools, es gibt mehrere verschiedene Whirlpools und diverse Saunen mit verschiedenen Temperaturen von 90 Grad bis 45 Grad. Es gibt auch ein Dampfbad, verschiedene Becken und Grotten. Also es ist echt toll, was man hier alles entdecken kann. Und wir hatten das Genießerpaket mit Late Checkout und das ist halt so geil. Es ist jetzt, glaube ich, 3:30. Also so ungefähr 15:30 Uhr. Wir haben gerade noch schön Mittag gegessen und jetzt checken wir aus. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist auch das erste Mal, dass wir das jetzt gemacht haben, so ein Late Checkout. Weil man immer meint, das bringt es vielleicht nicht, aber das bringt es extrem, weil man dadurch einfach nochmal einen ganzen Urlaubstag gewinnt. Und wir waren jetzt heute nochmal im Spa-Bereich, haben noch mega krass geilen Aufguss miterlebt und eben dieses Mittagessen noch. Und jetzt checken wir ganz gemütlich aus und machen uns auf den Heimweg. Es sind wahrscheinlich so 2,5 Stunden bis 3 Stunden, bis wir daheim sind. Und dann ist Abend und Abendessenszeit, genau, perfekt. Und ja, was will man mehr? Ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll. Hammer! Genau. War mega. Ja, war mega schön. Tschüss!